Immobiliensparte ist verkauft. Zum vollen Preis. Bitte? Jedenfalls hat Helena vor, einen Teil des Geldes sofort im Grund zu investieren. Hau ab, ich will nicht, dass du mich so siehst. Was hat dich denn so aus der Bahn geworfen? Waren es die Untersuchungsergebnisse? Mir geht's gut und kannst du jetzt bitte rausgehen und woanders rumdoktern? Ja, ich will die Option auf die Van Goghs. Störe ich? Ich habe versucht, nicht an dich zu denken und dich zu vergessen. Aber das funktioniert nicht. Jetzt hängt alles ab von Helena. Oder besser gesagt von Van Gogh. Wenn du jetzt nicht sofort die Türe aufmachst, dann trete ich sie noch mal ein. Volltreffer. Ich habe die Option auf die Van Goghs. Die Option gehört mir. Au! Sorry, ich wollte eigentlich nur reden. Ich wollte eigentlich nur die Tür retten. Tante Schneider bringt mich um, wenn du sie zweimal anbremst. Also, wenn dir das alles zu schnell geht, dann... Ich habe gedacht, ich müsste dir einfach nur verzeihen und wir könnten so weitermachen wie vorher. Aber anscheinend bist du die Abstand braucht. Wo willst du dann hin? Zu dir. Falls du einen Termin hast, tu dir keinen Zwang an. Was könnte es Wichtigeres geben als eine Besprechung mit dir? Ach, Clarissa, übertreib's doch nicht mit deiner Freundlichkeit. Sonst könnte ich glatt den Eindruck bekommen, dein plötzliches Interesse an Van Gogh hätte mit dem Gremium zu tun. Du meinst, weil die kleine Lahnstein sich auf einmal für Van Gogh interessiert? Ja, allerdings. Sie könnte mit dem Auktionserlös die gesamte Lahnsteinbank aus der Schuldenkrise führen. Ich zitiere Elisabeth äußerst ungern, Clarissa, aber dich brauchen als Geschäftsführerin von LCL die Details nicht zu interessieren. Erzähl, wie hast du die anderen Bieter aus dem Rennen gekegelt? Du, ich hatte einfach das beste Gebot. Herzlichen Glückwunsch, Schwesterchen. Jetzt liegt das Schicksal der gesamten Familie in deinen Händen. Zum ersten Mal, wenn ich mich nicht irre. Stimmt. Aber wie gesagt, Kunst ist eine krisensichere Anlage. Und ich verspreche euch, ich werde diese Bilder mit einem Gesamtgewinn im zweistelligen Millionenbereich verticken. Hör auf zu sabbern, es gibt keinen neuen Gaul. Ansgar, diese Nachricht dürfte doch selbst Ihnen ein Lächeln entlocken, oder? Ich werde Ihnen mein hellstes Strahlen schenken, wenn diese Auktion auch nur halbwegs so erfolgreich läuft, wie hier jeder vermutet. Das will ich sehen. Kurz vor Ende ist es übrigens noch mal richtig knapp geworden. Ja, eine Interessentin hatte sich gemeldet, aber dann irgendwie kein Gebot abgegeben. Ich hätte wirklich zu gern gewusst, wen du gerade anrufen wolltest. Wieso vertraust du mir schon wieder nicht? Ich dachte eigentlich immer, wir hätten einen Waffenstillstand. Aber irgendetwas sagt mir, du träumst immer noch von der Alleinherrschaft bei LCL. Ich träume von einer friedlichen Koexistenz auf einer soliden Basis für die Bank. Natürlich auch dank der Investoren, die Ludwig in China akquirieren konnte. Ach, apropos. Wo steckt Ludwig eigentlich die ganze Zeit? In Peking. Wieso interessiert Sie das? Sie wissen doch, nichts interessiert mich so sehr wie die Familie.
habe ich so vermisst. Ich wusste schon immer, dass dir nur um das eine geht. Ja, das kannst du wenigstens richtig gut. Ich weiß. Oh nein. Was? Wir haben vergessen zu verhüten. Ist egal, ich bin sowieso Du bist sowieso? Was? unfruchtbar. Ist das bei der Untersuchung rausgekommen? Nein, es ist gerade, weil ich meine Dings kriege, du weißt schon. Also das kann ja auch nach hinten losgehen, aber ich hoffe, wir haben nochmal Glück gehabt. Heißt das, dass das für dich richtig ein Problem wäre, wenn ich jetzt schwanger wäre? Ja, für dich etwa nicht? Ja, ich dachte jetzt, wo wir wieder zusammen sind. Wir sind doch wieder zusammen, oder? Stimmt. Ich muss das ja jetzt immer extra kommunizieren, sonst springst du wieder mit Hagen in die Kiste. Ich dachte, beim nächsten Mal reise ich lieber jemand anders auf. Den Hagen ist eigentlich nicht so mein Typ. Tut mir leid. Ich reiß nie wieder jemand anderen außer dir auf. Und ich werde das Thema nie wieder ansprechen. Also, ich könnte jetzt ein Frühstück vertragen. Boah, ich auch. Sebastian hat völlig recht. Wohl und Wehe der Firma hängen jetzt ganz allein von dir ab. Was wir allein deinen Fehlspekulationen zu verdanken haben. Freu dich doch, deine große Stunde. Endlich kannst du die Heldin spielen. Was denn? Hab ich was Falsches gesagt? Ruht ja vielleicht ein bisschen viel Verantwortung auf deinen zarten Schultern? Ansgar nervt mich nicht. Was willst du? Sicher gehen, dass du dich mit dem Deal nicht verhebst. Wie sicher bist du eigentlich, dass keins der Bilder gefälscht ist? Hältst du mich für so blauäugig? Ich will natürlich wie üblich die entsprechenden Expertisen sehen. Bei einem Geschäft in dieser Größenordnung ist natürlich nichts wie üblich. Vielleicht sind ja auch die Fälscher ein bisschen einfallsreicher. Was glaubst du, was ich bisher versteigert habe? Modeschmuck und Rauschgoldengel? Keine Ahnung. Hast du? Nerv mich nicht. Wie willst du die Bilder eigentlich versichern? Ich habe sie gerade erst erwerben können, also gestatte mir bitte, dass ich einen Schritt nach dem anderen mache, ja? Aber liebstes Cousinchen, ich will dir doch gar nicht reinreden. Weißt du, ich mache mir einfach nur so meine Gedanken. Die ganze Familie verlässt sich auf dich. Wenn du den Deal vor die Wand fährst, sind wir geliefert. So, auf die Versöhnung. Und darauf, dass ich mir deine schlechte Laune nicht mehr anhören muss. Ich habe schon gedacht, du hast mich ewig. Ja, das hatte ich auch vor. Aber dann habe ich dich auf dem Sofa gefunden und da war es um mich geschehen. Aber wir müssen aufpassen, dass so Mist nicht nochmal passiert. Heißt das, ich kann wieder nach Hause? Zu früh, schon kapiert. Aber das macht gar nichts. Ich werde einfach noch drüben wohnen und Ich wollte deine Koffer direkt nach dem Frühstück abholen. Echt? Muss ich eifersüchtig sein? Wir haben uns versöhnt. Die haben sich versöhnt. Ja, und was hast du jetzt vor? Sollen wir uns jetzt alle wie früher an einen Tisch setzen, ja? Ich muss noch arbeiten. Die ganze Familie hat um die Wette gestrahlt. Helena am hellsten. Was sagt uns das? Ich hätte die Van Goghs gekriegt mit etwas mehr Vorlauf. Sie haben's versaut. Was war denn daran so schwierig? Anrufen, das beste Gebot abgeben, wieder auflegen. Als ob bei Ihnen immer alles so glatt läuft. Naja, was soll's.
Macht ohnehin mehr Spaß, Helena ein bisschen zu ärgern. Sie lässt sich so schön verunsichern. Was haben Sie vor? Auf die nächste Gelegenheit warten. Dafür war ich in China sehr erfolgreich. Glaubt Ihre Familie immer noch, dass Sie in Kanada waren? Selbstverständlich. Justus! Justus! Räumen Sie das Zeug hier weg, das ist lebensgefährlich. Verzeihung, Gräfin. Das Gepäck des Grafen. Ich werde es gleich wegräumen. Es ist Ludwig tatsächlich gelungen, einige Investoren in Peking für sich zu gewinnen. Allerdings glauben die nach meinem panischen Auftritt dort, dass die Landschaftsbank ein Fass ohne Boden ist. Ich habe regelrecht gebettelt. Das macht jeden Investor misstrauisch. Und zur Sicherheit habe ich noch ein paar passende Gerüchte gestreut. Die Investoren werden also aussteigen. Mit absoluter Sicherheit. Wie lange glauben Sie, können Sie die fingierte Krise noch aufrechterhalten? Solange die Geschwisterchen noch zusammenhalten. Sie haben hoffentlich dafür gesorgt, dass Sie Ludwig nicht über den Weg laufen. Das war gar nicht nötig. Und was soll das heißen? Das weiß ich selbst noch nicht so genau. Peking. Ansgar, du warst also auf Ludwigs Spuren. Vorsicht. Hier entlang, bitte. Bitte sehr, und packen Sie es vorsichtig aus. Sehr wohl. Justus? Justus! Sie haben gerufen. Ist der Gutachter für das Brandschutzgutachten bereits Ich eingetroffen? wollte Sie gerade informieren, dass der Gutachter abgesagt hat. Eine Grippe floriert. Oh, Mist. Sehr wohl. Die Versicherung besteht auf einem Brandschutzgutachten. Würden Sie bitte die Alarmanlage aus dem Wagen holen? Wir müssen sie anbringen, sobald das Gemälde hängt. Sehr wohl. Darf ich fragen, warum Sie das Gemälde hier aufbewahren und nicht im Auktionshaus? Das hier ist das bedeutendste Werk aus der Reihe. Und ich dachte, wenn wir das Bild schon mal haben, dann können wir uns auch daran erfreuen. Gehen Sie bitte. Ein echter Van Gogh. Allerdings. Deshalb lassen Sie es besser nicht fallen. Sehr wohl. Ein wirklich schönes Gemälde, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Sie dürfen. Allerdings würde mich jetzt viel mehr interessieren, wie ich auf die Schnelle einen neuen Gutachter für das Brandschutzgutachten bekomme. Ich nehme an, Sie werden Ihre guten Beziehungen zu Brandnerbau spielen lassen. Justus, was würde ich ohne Sie machen? Das frage ich mich auch. Jeden Tag. Guten Morgen. Jessica, geht's Ihnen besser? Ja. Danke. Ich bin ja auch nur einmal in Ohnmacht gefallen. Möchten Sie vielleicht einen Tee? Und ein kleines Kekschen dazu? Sehr gern. Sie können froh sein, dass die Post heute noch nicht raus ist. Darin befindet sich Ihre Kündigung. Sie haben unentschuldigt gefehlt. Dann flattert ein Urlaubsantrag rein, ohne jegliche Erklärung. Aber Sie haben Glück. Sie haben eine Fähigkeit, auf die ich heute nicht verzichten kann. Mein organisatorisches Talent? Emma muss aufs Schloss zu ihrem Vater. Der kommt nach seinem Termin direkt dorthin. Falls Sie das hinkriegen, überlege ich mir das noch mal mit der Kündigung. Tschüss, meine Kleine. Ich dachte, du bist bei einer Freundin. Das hat sich erledigt. Daniel und ich haben uns versöhnt. Wow. Dann hast du ihm von der Schwangerschaft erzählt?
Hast du Emmas Wickeltasche irgendwo gesehen? Du hast ihm nicht davon erzählt. Jessica, er hat dir den Seitensprung verziehen. Vielleicht kommt er auch damit klar, irgendwie. Leonie, ich bekomme ein Kind von dem Mann, den Daniel am meisten hasst. Mit sowas kommt man nicht einfach so klar. Sowas Ignoriert man? 9 Monate? Ich weiß, dass ich ihm sagen muss. Oh mein Gott, ich wollte einfach mal vielleicht für ein paar Stunden glücklich sein. Brauchen Sie vielleicht das hier? Ein Schlüssel. Oder wollen Sie mir sagen, was Sie an meinen privaten Schubladen zu suchen haben? Was ich hier zu suchen habe? Moment, scheinst du ja wirklich nicht genug von mir zu bekommen. Und du von Ansgar? Nur weil ich mich auf der beinahe Hochzeit deiner Freundin mit ihm unterhalten habe. Ihr habt über Marlene geredet, schön und gut. Ging es nebenbei auch zufällig um Ansgars Reisepläne? Welche Reisepläne? Nach Kanada. Was will er denn da? Die Familie sollte glauben, dass er in Kanada ist. Dem Gepäck nachzuurteilen, war er in Peking. Und ich will wissen, was er dort getrieben hat. Vielleicht hat er ja Ludwig besucht. Wohl kaum. Das wüsste Elisabeth. Ludwig kann ja nicht mal den One-Night-Stand mit dir verheimlichen. Ach, komm auf den Punkt. Der Punkt ist, dass Ansgar mit den Chinesen verhandelt hat. Und ich will wissen, worum es dabei geht. Eigentlich dachte ich, wir beide hätten eine Allianz. Aber so wie es aussieht, spiele ich hier den Alleinunterhalter. Und du siehst Gespenster. Ansgar hat wahrscheinlich nur ein paar Tage ausgespannt. Du bist naiv. Oder ich habe mich mal wieder in dir getäuscht. Ich werde meine Kontakte spielen lassen. Ich finde schon noch raus, warum Ansgar in China war. Reicht dir das? Vorerst. Den Kaufvertrag für die Immobiliensparte. So. Ja, ich wollte wissen, ob Sebastian tatsächlich so ein gutes Geschäft gemacht hat. Im Gegensatz zu Ihnen kann der Rest der Familie ganz gut mit Zahlen umgehen. Oh, ich wollte nicht taktlos sein. Aber Sie hätten auch einfach Sebastian fragen können. Was wollen Sie also wirklich? Ja, bitte. Verzeihung, Gräfin. Diese wurde soeben geliefert. Eine Geschenksendung des Grafen aus China. Oh, danke, Justus. Bringen Sie das Paket bitte auf meine Suite. Sehr wohl. Oder nein, lassen Sie es da stehen. Ach, gerne. Wo wir doch gerade beim Thema sind. Ich bräuchte nämlich Kontakt zu Ihrem Mann. Ich kann ihn nicht erreichen. Kontakt zu meinem Mann. Warum fragen Sie nicht einfach mich? Weil ich den Eindruck habe, dass er Sie nicht wirklich über die Details seiner Reise in Kenntnis gesetzt hat. Was wollen Sie von Ludwig? Darauf erwarten Sie jetzt nicht wirklich eine Antwort, oder? Doch. Ich bin seine Stellvertreterin. Alle geschäftlichen Belange laufen während seiner Abwesenheit über mich. Und ich gehe mal davon aus, dass Sie mit Ludwig nicht unbedingt etwas Persönliches zu besprechen haben. Warum sagen Sie mir nicht einfach, in welchem Hotel ich ihn erreichen kann? Ich weiß nicht, wo er sich im Moment aufhält. Ich führe nicht Buch über seine Reise. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Bitte.
endlich. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Wegen dir habe ich extra meinen Hollandurlaub unterbrochen. Was? Später. Vor allem kannst du aber froh sein, dass ich Herrn Friebel überzeugen konnte, wie wichtig dein Auftrag ist. Er hat nämlich genug andere Sachen zu tun. Herzlich willkommen. Das ist das Gemälde. Bitte sehr. Gräfin, Erik. Oh, danke schön. Ist das warm mit deinem Hollandurlaub? Egal. Du hast am Telefon so dermaßen gestresst gewirkt, da wollte ich Herrn Friebel nicht mit dir alleine lassen. Was ist denn los? Ich habe eine Van Gogh-Reihe erstanden. Wow, echt? Am liebsten gefällt mir sein Weizenfeld mit den Raben. Aus der späteren Phase. Naja, unsere Beziehung war eben doch zu was gut. Ja, aber das mit den Bildern ist doch super. Die bringen bestimmt eine Menge Asche ein. Ja, das werden sie und das erwartet jetzt auch jeder von mir. Du hast keine Ahnung, was das für eine Verantwortung ist. Ansgar stichelt schon, ob ich das überhaupt gestemmt kriege. Ach, Ansgar. Aber ich meine, er hat ja recht. Ich frage mich das selbst. Allein die Organisation bei diesen Bildern läuft ja nichts normal ab. Du hast die Sicherheitsauflage, die Präsentation vor der Presse, danach vor dem Käufer. Komm, wir hauen ab. Du brauchst dringend eine Auszeit. Und Herr Friebel wird eine Weile beschäftigt sein. Gesagt, das ist... Mitkommen. Ups. Nee, das ist eine bescheuerte Idee. Justus, rufen Sie mich an, sobald der Gutachter fertig ist. Sehr wohl, Gräfin. Kleine, wir sind jetzt da und jetzt erinnern wir gleich mit dem Papa daran, dass das Geld für das Taxi für dich nicht auf meinem Gehaltscheck steht. Hm? Jessica, müsstest du nicht in der Firma sein? Justus, das geht schon in Ordnung. Jessica sollte im Auftrag meiner Frau Emma vorbeibringen. Was ist das denn? Ein Geschenk des Grafen an ihre Stiefmutter. Aus China. Ich bräuchte auf jeden Fall noch das. Ja? Ist schon gut. Jessica, du siehst ganz grün aus. Du hast dich in das China des 17. Jahrhunderts übergeben. Wofür sie ist dicht. Nimm mal weg. Du gehst nirgendwo hin. Ich bin nicht mehr krank oder so, du. Ist alles in Ordnung. Ab in die Küche. Die Linse soll dir erst mal einen Tee machen. Okay, Justus, du musst dir wirklich keine Sorgen um mich machen. Ich mache mir keine Sorgen um dich, sondern um die Vase. Schließlich kannst du nicht ernsthaft erwarten, dass ich diese Sauerei beseitige. Jetzt komm. Tut mir leid. Aber ich habe extra gewartet, bis die Herrschaften wegfahren. Du darfst mir die Details ersparen. Soll ich darin die Suppe servieren? Himmel, nein, sie soll meiner Nichte einen Tee machen. Oh Gott, ich glaube, es geht schon wieder los. Ich gratuliere. Wann ist es denn soweit? Jus, so blind kannst nur du sein. Ein Schnäpschen auf den Familienzuwachs. Ach, das ist doch ein Missverständnis. Meine Nichte ist doch nicht... Oh nein. Oh doch. Klärt das mal in Ruhe. Schwanger. Bingo. Aber es läuft doch gerade alles so gut für dich. Beruflich, meine ich. Das ist doch ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Ach, echt? Na, du bist nicht mal verheiratet. Na ja, komm. Immerhin ist der Vater Arzt. Da ist ja wenigstens für euch beide gesorgt. Nein, er ist nicht der Vater. Aber du kannst stolz auf mich sein. Ich habe mich vom waschechten Grafen schwängern lassen. Welcher von den Grafen war es denn? Ansgar von Lahnstein? Are you sure? Okay, thank you, bye-bye. Hatten wir nicht vereinbart, dass ich Ansgar hinterher spioniere? Hast du denn schon was rausbekommen? Noch nicht. Wie gut, dass wir einen Waffenstillstand haben. Es wäre so langweilig, gegen dich anzutreten. Was hast du rausgefunden? Ludwig ist nach China geflogen
um einige Investoren zu treffen, damit sie Geld in die Lahnsteinbank pumpen. Und? Später setzt sich Ansgar ins Flugzeug, behauptet, dass er in Kanada ist. In Wahrheit trifft er genau dieselben Investoren, um mit ihnen zu verhandeln. Worüber? Genau, das werde ich rausfinden. Und danke, ich brauche deine Hilfe nicht. Eisgekühlt, wie die Gräfin es gewünscht hat. Also wenn du dein Erbe weiterhin ablehnst, dann kannst du immer noch als Butler bei uns anfangen. Warum wehrst du dich immer noch gegen Arnos letzten Wunsch? Du weißt warum, weil es nicht sein letzter Wunsch war. Du hast deinen Brief nie zu Ende gelesen. Er hat ein Bild von mir, eine Erwartung, und die habe ich nicht erfüllt. Außerdem will ich nicht so enden wie du. Bitte? Ja, schau dich doch an. Du sitzt hier an diesem tollen See mit Gottesgeschenk an die Frauen, aber du stehst voll unter Strom. Handy in der Hand, dein Fuß kippelt wieder. Das passiert, wenn man sich vom Job auffressen lässt. Ich kann auch anders. Kannst du nicht? Oder etwa doch? Helena von Lahnstein? Ach, danke, Justus, super. Der Gutachter ist fertig. Andi, wag es nicht. Schon Entzugserscheinung. Okay, du hast recht. Zufrieden? Ich wäre zufrieden, wenn du mal wieder lachen würdest. Ich hatte bisher eben meine Ruhe in meinem Auktionshaus. Den ganzen Tag von Kunst umgeben. Das war wie so eine kleine Insel. Meine Familie hat mich komplett in Ruhe gelassen. Und jetzt trage ich plötzlich die komplette Verantwortung für die Familie, für das Unternehmen. Die Bank ist in der Krise und ich darf meine Kunst zum Wohle des Ganzen verscheuern. Aber das musst du doch nicht alles machen. Es kann dich ja wohl niemand dazu zwingen, alleine die Familie zu retten. Außerdem, dieser ganze Business-Kram, das bist nicht du. Du wolltest alte Steine in Kambodscha ausbuddeln. Süßer. Dir verkaufe ich nichts mehr. Du hast mein Frühstück verschmäht. Die Anwesenheit gewisser Leute hat mir den Appetit verdorben. Jessie war nach deinem Abgang auch ganz schlecht. Ja, und genau, dies muss ich jetzt wieder gut machen. Du, ich brauche das volle Programm. Ich brauche Häppchen, ich brauche Sekt, ich brauche... Moment. Bevor ich mein Talent wieder vergeude, muss ich mir erst mal sicher sein, dass deine Aktion auch Sinn macht. Also, du hast unserer blonden Chaos Queen wirklich verziehen? Sie war doch damals mit deinem Mann im Bett. Konntest du ihr lange böse sein? Schon gut. Vergiss die Frage. So wirklich durch ist das Thema noch nicht. Ich habe keine Ahnung, ob ich ihr jemals wieder vertrauen kann. Was ist denn, wenn wir Streit haben? Geht sie mir dann wieder fremd? Aber wirklich ohne Jessica geht's einfach nicht. Dann sieh's auch einfach positiv. Guck mal, wenn eure Beziehung sowas durchgestanden hat, viel schlimmer kann es nicht mehr kommen. Schwanger. Graf Hagen. Willst du nicht lieber eine Memo rausbringen, damit es gleich alle wissen? Dabei haben der Graf und seine Frau sich gerade wieder versöhnt. Du warst der Grund für diese Trennung. Ja, die hatten schon noch andere Probleme. Dann werden jetzt noch ganz andere bekommen. Du bist dabei, eine Ehe zu zerstören. Hagen war vielleicht auch dabei? Außerdem bin ich deine Nichte, also musst du Mitleid mit mir haben und nicht mit Hagen. Hagen ist schon auf seine Kosten gekommen, das war sicher. Spar mir die Details. Naja, aber seine Frau hat ein großes Herz. Offensichtlich hat sie Graf Hagen verziehen. Daniel und ich haben uns auch wieder versöhnt. Danke der Nachfrage. Ich nehme mal nicht an, dass der Doktor über diese Schwangerschaft Bescheid weiß. So etwas steckt der Mann nämlich nicht ohne weiteres weg. Du musst es ja wissen. Das darf niemals an die Öffentlichkeit, hörst du? Diese Familie hat schon genug Kuckuckskinder zu versorgen. Was schlägst du jetzt vor, dass ich vor Daniel so tue, als wäre es seins? Natürlich nicht. Denk nicht mal daran. Wir hatten heute Morgen Sex ohne Gummi. Da sind sie wieder, diese Details. Ich muss nach Hause. Rechnen. Rechnen. Das war doch noch nie deine Stärke. Du wusstest sogar mal, was du willst. Und auf einmal funktionierst du nur noch. Warum? Weiß ich nicht, weil
Weil alles den Bach runter ist. Nico hat meinetwegen Philipp verloren. Dann war das mit uns. Daniel hat mich für Jessica verlassen. Alles geht kaputt. Aber die Familie und das Auktionshaus, das ist zwar nicht immer toll, aber es hat Bestand. Es bleibt. Kannst du es nicht verstehen? Was ist denn das? Hier muss irgendwo eine römische Ausgrabungsstätte in der Nähe sein. Könnte eine Vase gewesen sein, aber an sich völlig wertlos. Hey, hör mal auf, immer alles nur nach Kohle zu beurteilen. Hier geht's um was viel Wichtigeres. Und um was? Hier geht's um dich. Weißt du, was die alte Helena dazu gesagt hätte? Das ist ein Zeichen. Oh Gott, Liebling, es ist jetzt das 3. Mal, dass ich versuche, dich zu erreichen. Also gut. Es geht um Ansgar. Er verhält sich merkwürdig und es gibt natürlich Anlass zur Sorge. Also bitte ruf mich zurück, ja? Dringend. Tschüss. Habe ich hereingesagt. Ich muss dir was sagen. Ansgar war nie in Kanada. Er war in China. Ich kann nicht glauben, dass du dieses Ding jetzt echt mitgeschleppt hast. Das ist nichts wert. Das kommt ganz auf den Blickwinkel an. Kommst du jetzt wieder mit irgendwelchen Zeichen? So langsam mache ich mir Sorgen. 2 Kaffee, bitte. Du hast aufgehört, davon zu reden und das macht mir Sorgen. Ja, du hast recht. Dieses Kunstverschärmen ist nicht mein Ding. Aber selbst wenn ich wollte, ich kann nicht von heute auf morgen alles hinschmeißen und meine Familie im Stich lassen. Du denkst darüber nach? Seit du mir mein Handy weggenommen hast? Danke. Ich muss halt sicher gehen, dass du darüber nachdenkst, weil wenn ich mal nicht mehr da bin, dann gibt es hier niemanden, der dich an dein wahres Ich erinnert. Warum? Du willst doch nur ein paar Tage nach Holland. Ja, aber nach dem Kurztrip verschiffe ich mich mit meinem Wagen in die Staaten. One way. Highways, ich komme. Das ist so typisch für dich, Fritsche. Arno hat dir ein Geschenk gemacht. Das Größte, was er dir überhaupt machen konnte. Seine Firma, sein Lebenswerk. Jetzt komm mal wieder runter. Arno wusste gar nicht, was er da macht. Wir wissen beide sehr genau, dass Arno bei vollem Bewusstsein war, als er dir Brandnerbau vererbt hat. Und du haust einfach ab. Und wage es nicht, Arnos Krankheit als Ausrede zu benutzen. Wir wissen beide, du bist einfach nur zu feige, um endlich mal Verantwortung zu übernehmen. Och Mann, du bist zu früh. Also, nach deinem Abgang heute dachte ich, meine Sachen liegen noch bei Charlie. Ja, dass ich dich einfach so sitzen gelassen habe, das tut mir leid. Weißt du, ich muss mich erst noch an all das hier gewöhnen. Das ist ja auch das erste Mal, dass wir uns wieder versöhnen. Also das hier sieht nach einem sehr guten Anfang aus. Einen Moment. Darauf, dass nichts mehr zwischen uns kommt. Hm? Du, ich glaube, sie sollte nichts trinken. Ich muss noch in die Firma. Oh komm, nur so einen kleinen Schluck zum Anstoß. Gut. Sag mal, hast du nicht noch Häppchen dazu? Also, so vernünftig kenne ich dich ja gar nicht. Aber hab ich. Wow, du bist aber in Partylaune. Also? Echt, dieses ganze Gelaber von wegen seinem Traumleben. Du willst bloß vor dir rechtfertigen, dass du kneifst. So ein Quatsch. Okay. Dann lies Arnos Brief.
Wo hast du den her? Den habe ich doch in den Müllschlucker geworfen. Ja, der hat geklemmt. Ein Zeichen, würde die alte Helena sagen. Und die neue übrigens auch. Siehst du? Du willst ihn gar nicht lesen. Und weißt du warum? Du hast keine Angst, dass Arno dir eine Abreibung verpasst. Das hat er nämlich ständig getan. Du hast Angst, dass Arno am Ende immer noch an dich geglaubt hat. Und dein Traum ist auch nicht nach Amerika und irgendwelche Straßen hoch und runter gondeln. Straßen? Nein, dein Traum ist was ganz anderes. Aber du hast Schiss, weil du versagen könntest. Weißt du, ich glaube an dich. Und Arno hat es auch getan. Sie kriegen gleich Besuch. Denken Sie sich schnell eine Ausrede aus, warum Sie in China mit Ludwigs Investoren verhandelt haben. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber Sie schaffen es immer noch, mich zu überraschen. Was habe ich denn dieses Kompliment verdient? Mit einer Reise nach China? Versuchen Sie gar nicht erst, es zu leugnen. Das erspart uns eine Menge Zeit. Also, Sie haben sich in China mit Ludwigs Investoren getroffen. Und zum Dank erbitten die sich jetzt Bedenkzeit. Warum boykottieren Sie die Lösung für eine Krise, die Sie selbst verursacht haben? Warum suchen Sie nach Ludwigs Kontaktdaten, wenn Sie ihn doch getroffen haben? Also schließlich müssen Sie ihm ja in Peking begegnet sein. Sie haben tatsächlich keine Ahnung. Ansgar, komm schon. Ich weiß Tanja. ganz genau, dass... Hören Sie mal, was soll das? Wir müssen dringend reden. Also schön, es stimmt. Ich war nicht in Kanada, ich war in China. Aha. Und was wollten Sie dort? Darum geht's jetzt gar nicht. Oh doch, für mich schon. Sie haben uns alle angelogen, da möchte ich schon gerne wissen. Warum? Der entscheidende Punkt ist, ich habe Ludwig in Peking nicht angetroffen. Genauso wenig wie seine Investoren, die mit ihm nur via Internet kommuniziert haben. Ludwig macht uns seit Wochen etwas vor. Ich weiß nicht, wo er ist, aber eins ist sicher. Er ist nie in Peking angekommen. Was? Also, dein Appetit hast du ja nicht verloren. Ich hatte ja auch kein Frühstück. Mhm. Weißt du, diese Wochen ohne dich waren die Hölle. Ich wusste ja ewig nicht, wie es ist, eine richtige Beziehung zu haben. Aber wie es ist, ohne zu sein, wenn man mal eine hatte, das ist... Das ist nicht bereuen, versprochen. Ich werde sowas nie wieder machen. Und du wirst sehen, wenn einfach mal ein bisschen Zeit vergeht, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob das reicht, dieses die Zeit hat alle Wunden Ding. Also das Schlimmste war nicht mal dein Fehltritt. Nicht? Sondern deine Lügen. Du hast so gut gelogen, dass ich nicht mal mehr wusste, wer die echte Jessica ist und wer nicht. Ich will nur noch die echte Jessica, verstehst du? Darum, wenn es mit uns in Zukunft klappen soll, dann musst du absolut ehrlich zu mir sein. Keine Lügen mehr und keine Geheimnisse mehr. Versprochen. To you.